Sie sind diejenigen, die uns schützen und im Ernstfall das Leben retten. Aber immer häufiger werden sie selbst angegriffen. Die Zahl der registrierten Gewalttaten gegen Polizisten und Rettungskräfte ist im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Bundeskriminalamtes für 2023 zurück. Mannheim Ende Mai. Ein Islamist ersticht den nur 29 Jahre alten Polizisten Ruven Lauer. Die grausame Messertat ein Extrembeispiel für Gewalt gegen Gesetzeshüter. Das Saarland stattet Polizisten nun mit diesen speziellen Schals aus. Sie sollen ihre Träger vor Messerstichen schützen. Die Gewalt gegen Einsatzkräfte hat im vergangenen Jahr laut Bundeskriminalamt einen neuen Höchststand erreicht. Durchschnittlich 290 Polizisten werden pro Tag Opfer von Gewalt. Es ist erschreckend, mit welchem Hass und mit welcher Gewalt Einsatzkräfte umgehen müssen, sagt Bundesinnenministerin Faeser. Diese Straftaten sind durch nichts zu rechtfertigen und müssen harte strafrechtliche Konsequenzen haben. Die Ampel hat bereits Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht, will Einsatzkräfte künftig besser schützen, Angreifer härter bestrafen. Doch Konsequenzen kämen oft nicht schnell genug, mahnt die Gewerkschaft der Polizei. Es ist der Eindruck entstanden, man kann Polizistinnen und Polizisten und auch Feuerwehrleute und andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes angreifen, ohne dass einem was passiert. Wir müssen als Gesellschaft ein klares Zeichen setzen, dass hier eine Grenze übertreten wird und niemals vergessen, dass da eben Menschen in Uniform sind, die unsere Demokratie hochhalten. 2023 wurden 46.218 Gewalttaten gegen Polizeikräfte registriert, ein trauriger Topwert und 8% mehr als im Vorjahr. Insgesamt 105.708 Polizisten wurden Opfer einer Gewalttat, ein Anstieg um 9,9%. Immerhin, die Zahl der gefährlichen und schweren Körperverletzungen ist zurückgegangen. Die große Mehrheit der Tatverdächtigen ist männlich und Polizei bekannt. Jeder zweite stand zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Auffallend auch, während der Anteil der Tatverdächtigen mit deutschem Pass von 69,9% auf 66,4% gesunken ist, steigt der Anteil der nicht-deutschen Tatverdächtigen von 30,1% im Vorjahr auf jetzt 33,6%. Es ist sicherlich auch etwas, das mit den Folgen des 7. Oktober, also des fürchterlichen Terroranschlags der Hamas auf Israel, einhergeht. Und deswegen fordert die Union nicht nur schnellere und schwerere Strafen, sondern vor allem auch bei Nichtdeutschen, dass dies Auswirkungen auf ihr Aufenthaltsrecht hat. Doch nicht nur die Gewalt gegen die Polizei hat zugenommen. Auch bei Angriffen auf Rettungsdienste und Feuerwehrleute werden für 2023 Höchststände verzeichnet.